Willkommen zum zweiten Teil. Ich mache auch direkt weiter. Ich nehme jetzt die Gruppe von Barb und gehe auf Gruppe zusammenfügen. Das erstellt mir aus allen Schnittmasken, die ich hatte, eine einzelne Ebene und über der erstelle ich mir jetzt eine neue Schnittmaske. Ich liebe Schnittmasken, das wissen wir jetzt ja schon. Ich nehme meinen Drawing Pen, der hat 4 Pixel. Ich bin jetzt hier im Moment noch am Herumspielen, was die Einstellungen angeht. Ich kann es euch sagen, Größenjitter habe ich deaktiviert, weil das gefällt mir gar nicht. Wie das aussieht, sehen wir hier und man sieht, ich bekomme kaum was gezeichnet. Deswegen habe ich das Größenjitter, wie gesagt, deaktiviert. Stattdessen habe ich das Deckkraft-Jitter eingeschaltet. Und oben am Fenster seht ihr ja Deckkraft und Fluss, die Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Ich arbeite, wie gesagt, auf einer Schnittmaske, die jetzt vor der Ebene, wo Barb enthalten ist, liegt. Das heißt, ich zeichne über die schwarzen Konturlinien und auch über die Farbwerte, die ich schon aufgetragen habe. Wenn ihr links in der Werkzeugpalette schaut, seht ihr, dass die Vordergrundfarbe ständig hin und her springt. Das mache ich, weil ich mit der Pipette aus dem bereits vorhandenen Bild mir die Farbwerte herausnehme und die dann eben nach Gefühl auftrage. Und damit arbeite ich mich durch das komplette Bild. Ich experimentiere selber auch ein wenig herum. Die Outlines und so weiter geben mir schon recht gut Aufschluss darüber, wie welche Stelle im Bild ungefähr schattiert werden muss. Ich habe schon eine gute Vorstellung davon, was Form und Oberfläche angeht. Und muss das jetzt im Prinzip nur noch herauskristallisieren, wenn man das so sagen kann. Dadurch, dass ich wieder innerhalb einer Schnittmaske arbeite, habe ich wiederum nicht das Problem, über die Konturen hinauslaufen zu können. Und das ist wunderbar. Auf diese Weise wird jetzt hier Barb entstehen. Und genau die gleiche Technik werde ich auch für die anderen Ebenen anwenden. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, deshalb lasse ich das jetzt mal für euch so laufen. Jetzt bin ich dann fertig mit dem Zeichnen. Ich reduziere die Schnittmaske mit der Ebene darunter wieder auf eine, sodass ich Barb jetzt komplett auf einer Ebene liegen habe. Irgendwie hat es mir die Gruppen verhauen, deswegen erstelle ich mir auch nochmal eine neue Gruppe davon. Und wenn ich die ausblende, sieht man, da sind jetzt die Outlines von einer der darunter liegenden Ebene zu sehen. Und jetzt nehme ich mir die Gruppe Night, mache hier auch alle Ebenen wieder platt, erstelle mir eine neue Schnittmaske davor und gehe jetzt mit dem Pinsel daran, auch hier die dunkleren und helleren Stellen im Detail nochmal auszuarbeiten. Reden wir jetzt mal kurz über Haare. Lange Zeit war es für mich unglaublich schwer, Haar vernünftig wiederzugeben, weil ich mich viel zu sehr auf die Details eingeschossen hatte.
Inzwischen finde ich es überraschend einfach, weil ich mich mehr mit dem Fluss auseinandersetze. Damit meine ich die Richtung, wie das Haar verläuft. Ihr seht, hier an der Stelle hat das Haar die Form von einem geschwungenen S. Ich habe mir das durch meine schwarzen Outlines eben schon recht klar vorgezeichnet und auch mit dem soften Brush habe ich ja meine Farbwerte schon eingetragen, so dass ich jetzt, wenn ich mit dem kleineren Pinsel die feineren Details ausarbeite, ich diese Linien eigentlich nur noch aufgreifen muss und weiterführen. Wichtig ist, dass es eben fließende Formen sind, die ineinander übergehen und keine harten Kontraste dazwischen sind, denn ansonsten wirkt das einfach unrealistisch. Schaut euch im Vergleich dazu mal Fotos von Menschen an oder fragt mal, wenn ihr jemanden habt, der lange Haare hat, könnt ihr ihn mal anschauen, von allen Seiten, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Schlecht ist es, wenn ihr euch Zeichnungen als Referenz heraussucht, denn es geht nicht darum, gezeichnete Realität wiederzugeben, sondern reale Realität. Ihr seht jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite, auch ein kleines Problem mit Schnittmasken. Wie gesagt, ich kann nicht über die Kontur hinausarbeiten, deswegen wirkt das jetzt hier etwas abgeschnitten. Normalerweise würde ich hier einzelne Härchen überstehen lassen, das wirkt realistischer. Dazu werde ich mir später eine neue Ebene erstellen müssen, die darüber liegt. Aber ansonsten kann ich jetzt mit meinem Pinsel hier relativ problemlos die entsprechenden Stellen ausarbeiten, um eben einen halbwegs realistischen Eindruck davon zu vermitteln, wie das Haar verläuft. Der Kontrast zwischen den helleren und dunkleren Stellen ergibt sich einerseits dadurch, was ich schon in meinen schwarzen Outlines vordefiniert habe, und ansonsten greife ich auch mit der Pipette wieder verschiedene Werte auf. Und dadurch, dass ich schon mit Strichen arbeite, die quasi die einzelnen Haare simulieren, ergibt sich das Muster, die Textur des Haares, wenn man so will, mehr oder weniger von alleine. Es geht also gar nicht so sehr darum, sich auf die Details zu konzentrieren, sondern hauptsächlich über Richtung zu arbeiten. Dann ergeben sich die Details mehr oder weniger von alleine. Also zumindest mir hat das sehr geholfen, was die Darstellung von Haar angeht. Jo,
damit bin ich jetzt eigentlich soweit zufrieden, was das Gesicht angeht. Ich schaue es mir nochmal in der Totalen an. Und ja, das ist gut. Das speichere ich. Nicht, dass noch irgendwas passiert oder so. Als nächstes kümmere ich mich jetzt um Steven. Da kümmere ich mich auch wieder um die Haare, was deutlich einfacher ist, da er weniger Haar als das Mädchen hat und auch deutlich kürzeres Haar. Aber ansonsten unterscheidet sich das nur unwesentlich von dem, was ich euch vorher demonstriert habe. Deshalb erspare ich mir jetzt auch einen weiteren Kommentar, weil das wäre ja doppelt gemoppelt. Muss ja nicht sein.